Der Hoffnungsträger von Blue Origin, die New Glenn-Rakete, ist samt Launchpad explodiert. Aber was bedeutet das für die Zukunft des Mondprogramms? Die NASA macht derweilen beim Mond Nägel mit Köpfen und schickt 4 Raketendrohnen als Vorhut zum Mond-Südpol. Nur 5 Tage nachdem wir den Starship-Erstflug gefeiert haben, zieht die FAA die Notbremse und legt die größte Rakete der Welt still. Aber warum? China kontert mit eigenem Mondfahrplan und schickt Embryonen ins All. Bereit zu staunen? Ich bin Mo, herzlich willkommen zu Senkrechtstarter. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 3 Uhr morgens MESZ, da sollte auf dem Launchkomplex 36 in der Cape Canaveral Space Force Station eine Routine über die Bühne gehen, eigentlich ein Static Fire der nächsten New Glenn. Voll betankt, alle 7 BE-4-Triebwerke der Erststufe mal ein paar Sekunden auf Vollschub. Ja, die letzte Generalprobe vor der NG-4-Mission, dem ersten Start seit der Mishap Investigation des vorigen Fluges NG-3. Wir erinnern uns, die Oberstufe, die hatte letztlich zu wenig Performance und die Nutzlast ging in einen falschen Orbit. Der Kunde AST Space Mobile ist mit Sicherheit nicht glücklich gewesen. Ja, und nun auch noch das, ein riesiger Feuerball, der Häuser im benachbarten Cocoa Beach zum Wackeln brachte und dessen orange Wolke bis nach Orlando sichtbar war. Ein Mann dort schrieb auf X, er sei mit dem Hund Gassi gegangen und habe den Himmel aufflammen sehen. Auf den Livestreams von NASA Spaceflight und Spaceflight Now, da sieht man, wie einer der Blitzschutztürme des Komplex umkippt wie ein Streichholz. Als ich das Video gesehen habe, da hatte ich auf jeden Fall Hindenburg-Vibes. Bilanz, der Booster mit dem fast schon prophetischen Namen No It's Necessary ist Schrott. Die zweite Stufe ebenfalls. Die 48 Satelliten, die waren zum Glück nicht an Bord, sondern noch im Lager. Und was fast ein Wunder ist, es wurde niemand verletzt. Aber LC-36 ist die einzige Rampe, von der New Glenn überhaupt starten kann. Und wer die Bilder sieht, der ahnt, das wird nicht in Wochen repariert, das wird viele, viele Monate dauern. Hier vielleicht zur Erinnerung, als SpaceX das benachbarte Pad SLC-40 mit der verheerenden Explosion von Amos 6 zerstörte, hat es über ein Jahr gedauert, bis das Pad dann mit CRS-13 wieder in Betrieb gehen konnte. 7 Tage, so lang war New Glenn erst von der FAA wieder zum Fliegen freigegeben, nachdem die zweite Stufe im April ja Probleme gemacht hatte. Ja, und jetzt das, New Glenn sollte ja eigentlich noch dieses Jahr Blue Origins ersten Mondländer ins All bringen, den Blue Moon Mark I. Das ist ein unbemannter Frachtländer, der direkt zum Südpol des Mondes fliegt und dort dann landen soll. Auf der zweiten MK1-Mission sollten dann Ende 2027 der NASA-Rover Viper folgen, der als erster US-Rover auf der Mondoberfläche nach Wassereis suchen soll. Und das dürfen wir auch nicht vergessen, der robotische MK1-Lander, der testet ja Technologie für den Crewlander MK2. Jeff Bezos meldete sich noch in der Nacht auf X, und zwar ungewöhnlich offen für einen Tech-Milliardär, dessen Rakete gerade in einer Pilzwolke über Florida zu sehen ist. Er schrieb, frei übersetzt zu mir, alle Mitarbeiter sind in Sicherheit, es ist zu früh, die Ursache zu kennen, aber wir suchen sie bereits. Ein wirklich harter Tag, aber wir werden wieder aufbauen, was wieder aufgebaut werden muss, und werden wieder fliegen. Es ist die Mühe wert. Mein Eindruck, das ist ein bitterer Tag für Blue Origin und natürlich auch für die NASA im Artemis-Programm. Aber Bezos Reaktion ist genau die richtige. Keine Ausreden, keine Schönfärberei, keine Schuldspiele. 3 Worte, it's worth it. Also es ist der Mühe wert. Genau diese Haltung hat SpaceX vor 10 Jahren groß gemacht und genau diese Haltung, die wird Blue Origin im nächsten Jahr brauchen. Dabei hatte die NASA diese Woche einen wichtigen Schritt in Richtung Mond gemacht. Weg von den Präsentationsfolien hin zur konkreten Hardware. Auf einer Pressekonferenz am vergangenen Dienstag, da hat die NASA nämlich eine konkrete Architektur für eine dauerhafte Mondbasis vorgestellt. Und der Plan kommt mit einem Zeitstrahl, 3 Phasen zwischen 2026 und 2032, von autonomen Rovern und kurzen Erkundungstouren bis zur permanenten Präsenz. Das Spannende ist diesmal nicht der Plan an sich, solche Charts, solche Folien haben wir schon viele gesehen. Das Spannende ist, was drunter liegt. Die NASA hat nämlich zum ersten Mal echte Hardwareverträge vergeben. Aus dem PowerPoint wird damit eine Auftragsvergabe für diese Mondbasis. Welche Verträge das genau sind, die schauen wir uns genau gleich im Detail an. Der greifbarste erste Schritt trägt den Namen Moonfall. Hinter der Mission steht das Jet Propulsion Laboratory der NASA und die Idee ist clever. 4 Raketendrohnen sollen die möglichen Landeplätze für die kommenden Artemis-Missionen am Südpol vermessen. Und zwar bevor dort dann ein Mensch aufsetzt. Ihre Landung ist dann für 2028 geplant. Wie kommen die Drohnen dahin? Den Transport vom Erdorbit zum Mond übernimmt das Elytra-Raumschiff der Firma Firefly Aerospace. Und jetzt kommt der Teil, der mich begeistert. Elytra setzt die Drohnen nicht erst nach der Landung aus, sondern mitten im Sinkflug. Jede Drohne trägt dann bis zu 10 hochauflösende Kameras und kann sich per eigenem Antrieb mehrfach neu positionieren.
Im Klartext, bevor die NASA Menschen zum Mond-Südpol schickt, fliegt sie erstmal einen Schwarm Aufklärungsdrohnen. Genau die Art von Vorarbeit, die am Ende über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Was die Basis selbst angeht, da wird die internationale Arbeitsteilung schon sichtbar. Die druckbeaufschlagten Rover, die sollen aus Japan kommen und Habitatmodule aus Italien. Mein Eindruck, das ist der Übergang vom Reden zum Bauen. Verträge sind unterschrieben, erste Aufklärungsmissionen sind terminiert. Das ist eine andere Qualität als die Architekturcharts, die wir Anfang des Jahres gesehen haben. Bleiben wir gleich beim Thema Hardware, Realität und springen zu einer Fehlerkette, die wir uns Sekunde für Sekunde anschauen sollten. Letzte Woche hatten wir den Erstflug von Starship Version 3 noch als überraschend starkes Ergebnis gefeiert. Am Mittwoch, 27. Mai, hat die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA den Flug dann offiziell zum Zwischenfall erklärt und Starship bleibt jetzt erstmal am Boden. Nicht ganz unerwartet und so schon auf vorherigen Flügen ja geschehen. Lasst uns die Telemetrie nochmal im Detail analysieren. Etwa 1 Minute und 42 Sekunden nach dem Start, da fiel ja das erste Raptor 3 Triebwerk am Booster aus. Kein Drama zu diesem Zeitpunkt, der Booster flog dann mit den restlichen 32 Triebwerken sauber weiter. Nach der heißen Stufentrennung, da führte Booster 19 noch seinen Richtungswechsel aus, also die scharfe Drehung um die eigene Achse zurück Richtung Texas. Ich würde Scott Manley und seiner Analyse zustimmen, dass die Drehung des Boosters sehr wahrscheinlich in eine falsche Richtung ging, was dann vielleicht zu Problemen im Treibstoffsystem führte. Trotzdem begann das Rückkehrmanöver, der sogenannte Boost-Back-Burn. Das Starten der Raptoren wirkte aber chaotisch und Blitze deuten auf schwere Fehler der Triebwerke hin. SpaceX-Sprecher Dan Hood kommentierte das im Livestream ungewöhnlich offen mit den Worten, ja, wir sehen am Booster nicht so viele Triebwerke zünden wie erwartet, aber 6 gute am Schiff. Was dann folgte, war ein Schauspiel, das man in der Bildqualität so, glaube ich, noch nicht gesehen hatte. Der Booster geriet nämlich ins Trudeln. Ein 72 Meter hoher Stahlkoloss, der drehte sich live im Bild langsam um die eigene Achse und SpaceX entschied anscheinend bewusst, das Selbstzerstörungssystem nicht auszulösen. Man wollte wahrscheinlich sehen, wie weit der Booster noch kommt. Und tatsächlich fing sich der Booster sogar wieder, als er dann in die dichten Atmosphärenschichten kam und war dann die Drehung raus, durchflog dann den Wiedereintritt und begann sogar noch das Landemanöver. Am Ende zündete dabei vermutlich nur ein einzelnes Triebwerk, zumindest war das, was die Telemetrie anzeigte. Booster 19 schlug dann aber sehr hart auf die Wasseroberfläche auf. Ship 39 erreichte trotz Ausfall eines seiner Vakuumtriebwerke planmäßig die Haupttriebwerksabschaltung, SECO Second Engine Cutoff, wenn auch deutlich später als geplant. Der Hauptverdächtige für die Untersuchung der FAA, das nagelneue Raptor 3 mit 300 Tonnen Schub pro Stück und ja, ohne separates Hitzeschild. Flug 12 war sein Premiereneinsatz auf einer fliegenden Rakete und genau dieser Punkt geht jetzt die FAA-Untersuchung jetzt wahrscheinlich nach. Was ist ausgefallen und warum und gefährdet das einen erneuten Flug? Ja, trotz der Untersuchung rechnen Branchenkenner mit dem nächsten Starship-Flug zwischen Juli und August. Die grundsätzliche Architektur der Rakete und die neue Startrampe, die funktionieren. Was fehlt, ist jetzt ein sauberes Boosterdrehen, Boostback und weiche Landung. Auch der Ausfall eines Raptors am Schiff trübt zwar ein bisschen den Gesamteindruck, aber neues Triebwerk, Kinderkrankheiten und jetzt endlich Flugdaten. Das Problem wird sich lösen lassen. Während die NASA ihren Mondfahrplan öffentlich macht, formiert sich auf der anderen Seite des Pazifiks der Gegenentwurf. Am vergangenen Sonntag, 24. Mai, da hob vom Raumfahrtbahnhof Jiuquan in der Wüste Gobi eine Lange Marsch 2F mit der Mission Shenzhou 23 zur chinesischen Raumstation Tiangong ab. Und diese Crew, die hat gleich 2 Premieren an Bord. Erstens, Nutzlast-Spezialistin Lai Ka-ying ist die erste Astronautin aus Hongkong überhaupt. Und zweitens, eines der Crewmitglieder soll Chinas ersten einjährigen Raumflug antreten. Bislang lag die übliche Aufenthaltsdauer bei rund einem halben Jahr. Das Team von Kommandant Zhu Yangzhou, der 2023 schon mit Shenzhou 16 auf der Station war, wird von Pilot Zheng Zhiyuan komplementiert. Bitte entschuldigt meine Aussprache. Der eigentliche strategische Paukenschlag kam aber schon 2 Tage vor dem Start. Am 23. Mai hat nämlich die chinesische Raumfahrtbehörde CMSA verkündet, dass sie ihr robotisches Chenie-Programm und ihr astronautisches Raumfahrtprogramm in ein einziges Lunar Exploration-Programm zusammenführt. Das erklärte Ziel, chinesische Astronauten bis 2030 auf dem Mond. Das ist ganz nüchtern der direkte geopolitische Gegenpol zu dem NASA-Plan von eben. Ja, 2 Mondprogramme, ungefähr derselbe Zeithorizont. Wird spannend. Ja, und dann ist da noch ein Experiment, bei dem man vielleicht kurz schlucken muss. China hat nämlich mit dem autonomen Frachter Tianzhou 10 künstliche Embryonen zur Tiangong-Raumstation gebracht. Die Frage dahinter ist so simpel wie heikel. Ist Fortpflanzung und die Zellteilung von menschlichen Zellen im Weltraum überhaupt möglich? Der Fokus liegt auf den Tagen 14 bis 21 nach der Befruchtung, einer besonders empfindlichen Entwicklungsphase.
Das ist Grundlagenforschung mit Blick auf sehr lange Missionen und ehrlich gesagt eine Frage, die jede ernsthafte Vision einer dauerhaften Präsenz im All früher oder später beantworten muss. Die Proben wurden kurz vor dem Start aus menschlichen Stammzellen entnommen, können sich aber nicht über das Embryonalstadium hinaus entwickeln. Der deutsche Raketenbauer ESA Aerospace hat am vergangenen Dienstag eine Vereinbarung mit dem Anbieter Maritime Launch Services unterzeichnet. Ziel ist der Aufbau einer Startinfrastruktur im geplanten Weltraumbahnhof in Nova Scotia an der kanadischen Atlantikküste. Spannend wird es bei der Verknüpfung. ESA koppelt nämlich diesen Startzugang an das Gebot des deutschen Rüstungsunternehmens TKMS für 12 kanadische U-Boote. Souveräner Zugang zum Weltraum wird hier als Teil eines U-Boot-Deals gerahmt. Also Rakete trifft Rüstung. Kanada sucht nämlich seit 2021 im CPSP-Programm nach bis zu 12 konventionellen U-Booten. TKMS bietet den Typ 212CD an. Fun Fact: Die U-Boot-Werft in Kiel, die habe ich im Schiffbaustudium im Rahmen der Vorlesung über U-Boote besichtigt. Ja, es ist noch nicht ganz klar, ob ESA auch aus Kanada starten will oder nur beim Aufbau einer Launchsite unterstützen soll. Parallel arbeitet ESA auf den Zweitflug der Spectrum-Rakete aus Norwegen hin, nachdem ja ein Versuch im April abgebrochen werden musste. Da kann ich euch leider noch nichts Neues zu sagen. Wir bleiben bei europäischer Raumfahrt. Die EU-Kommission hat am vergangenen Mittwoch einen Vorschlag gemacht, der vor allem 2 amerikanische Player trifft. Es geht um das sogenannte 2 GHz-Band für mobile Satellitendienste. Das Besondere an diesem Frequenzbereich: Satelliten können darüber direkt mit Smartphones oder Geräten in der Flugzeugkabine sprechen, ganz ohne Spezialhardware am Boden. Der Plan: Bei der Neuvergabe soll das Band in 3 gleich große Blöcke geteilt werden. Ein Drittel ist ausschließlich für europäische Regierungskommunikation reserviert. Ein Block geht an neue europäische Betreiber und nur ein einziger Block bleibt offen für Nicht-EU-Anbieter. Unterm Strich heißt das, 2 von 3 Blöcken wären für US-Firmen tabu. Wen trifft das konkret? Vor allem SpaceX mit seinen Direct-to-Device-Plänen und vermutlich Viasat mit dem European Aviation Network. EU-Vizepräsidentin Henna Virkkunen, zuständig für technologische Souveränität, treibt das Thema aktiv voran. Zurück auf den Mond und zu der konkreten Hardware, die ich anfangs schon angeteasert habe. Die ersten Verträge für die Lunar Terrain Vehicles, also die Mondrover mit Crew, sind raus und wir haben einen klaren Gewinner und einen klaren Verlierer. Astrolab bekommt $219 Millionen, Lunar Outpost mit seinem Pegasus Rover 220 Millionen. Beide Fahrzeuge, die wiegen rund 1 Tonne, schaffen etwa 200 Kilometer Reichweite bei gemütlichen 10 Kilometern pro Stunde und sollen 2028 auf der Mondoberfläche stehen. Den allerersten Rover, den liefert Blue Origin auf seinem Lander Blue Moon Mk1. Bekannt ist der Verlierer Intuitive Machines, 2024 noch Phase 1 Gewinner mit einem $30 Millionen Vertrag, geht diesmal komplett leer aus. Ja, und dann gibt's da vielleicht noch eine unbequeme Kehrseite der schönen neuen Mondwelt. Ein neuer Bericht warnt vor einer ganz bestimmten Technik, dem Massentreiber, einem elektromagnetischen Katapult, das dann Nutzlasten ohne Treibstoff ins All schleudert. SpaceX hat solche Massentreiber ins Spiel gebracht, um damit tausende KI-Rechenzentrum-Satelliten in den Deep Space zu befördern. Das Problem: Dieselbe Technik, die friedlich Fracht beschleunigt, beschleunigt prinzipiell auch alles andere. Der Bericht stuft Massentreiber auf dem Mond deshalb als Dual-Use ein und im Extremfall als mögliche kinetische Erstschlagwaffe. Jetzt bitte nicht in Panik verfallen, das ist die Warnung eines Berichts. Mal Hand aufs Herz, ist dir was aufgefallen? Ja, in dieser Folge fehlt etwas ganz Überlebenswichtiges für Senkrechtstarter. Denn heute kommen wir vollständig werbefrei zu dir. Von der Blue Origin Explosion bis zu den Starts der nächsten Woche. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, auch wenn das bedeutet, dass wir dadurch Verluste machen. Warum wir sowas machen würden? Ja, damit du einmal sehen kannst, wie angenehm es ist, Schutzengel zu sein. Und jetzt, wo du auch die andere Seite kennst, kannst du dich entscheiden, ob du nächste Woche wieder regulär Werbung siehst oder unabhängige Raumfahrtberichterstattung im deutschen Sprachraum mit einem kleinen Beitrag unterstützt. Ja, würde uns freuen, wenn wir dich auch bei den Schutzengeln sehen. Danke. Ja, und jetzt wie immer der schnelle Durchlauf durch die kleinen Meldungen der Woche. Ja, Rocket Lab hat die Firma Motiv Space Systems übernommen und firmiert sie ab sofort als Rocket Lab Robotics. Motiv bringt Mars-Erbe mit, mehr Achse-Roboterarme, Aktuatoren und Antriebselektronik, unter anderem für den Perseverance Rover. Damit positioniert sich Rocket Lab für große Ziele. Klar, kannst du vielleicht schon denken, Mars Sample Return und ein künftiges Mars-Telekommunikationsnetz. Der Forschungsarm des Pentagons, die DARPA, schickt 2026 jetzt einen Satelliten in den Orbit, und zwar eine robotische Servicing Suite, die im geostationären Orbit Satelliten aufrüsten, inspizieren und sogar versetzen können soll. Das vorgeschlagene Budget der US Space Force für das Haushaltsjahr 2027 liegt jetzt bei $71 Milliarden.
Investiert werden soll unter anderem in Frühwarnsatelliten und große LEO-Konstellationen, plus ein massiver Ausbau widerstandsfähiger Bodenstationen. Das James Webb Space Teleskop hat in einem sogenannten Little Red Dot ein supermassives schwarzes Loch mit rund 50 Millionen Sonnenmassen beobachtet. Und das ist offenbar älter als seine eigene Wirtsgalaxie. Das stellt unser bisheriges Modell, wie solche schwarzen Löcher wachsen, direkt in Frage. Die NASA verlängert den Vertrag mit der Caltech, die das berühmte Jet Propulsion Laboratory betreibt, nicht und öffnet ihn 2028 für den Wettbewerb. Das ist die größte Änderung an einem NASA-eigenen Zentrum seit langem. Caltech hatte das JPL in den 30ern gegründet. Am 9. Juni stellt die NASA im Johnson Space Center die 4-köpfige Crew für Artemis 3 vor. Zur Erinnerung, nach der Architekturänderung vom Februar bleibt Artemis 3 im Erdorbit und übt nur das Andocken an beiden Mondländern. Die echte Mondlandung, die rutscht auf Artemis 4. Ein Termin zum Vormerken. Und zum Schluss etwas mit direktem Dachbezug. Deutschland schlägt ein von Deutschland gehostetes European Space Component Command vor. Eine gemeinsame militärische Weltraumstruktur. Verteidigungsminister Pistorius hat den Vorschlag bei einem Vierertreffen der deutschsprachigen Verteidigungschefs in Berlin angekündigt, mit ausdrücklicher Einladung an Österreich, die Schweiz und Luxemburg zur Mitgestaltung. In der vergangenen Woche brachten 3 Träger neue Hardware in den Orbit. Am Montag, 25. Mai, da hob eine Falcon 9 von Cape Canaveral ab mit 29 Starlink, klar, für die eigene SpaceX Breitbandkonstellation. Am Dienstag, 26. Mai, folgte eine weitere Falcon 9, diesmal von Vandenberg, auch mit Starlinks, aber 24 Stück. Ebenfalls am Dienstag, da startete eine chinesische Lange Marsch 7A von Wincheng mit dem Satelliten TJSW-24. Offiziell ein Test für Kommunikationstechnik. Die tatsächliche Aufgabe ist bisher nicht bekannt. Das Swift-Teleskop der NASA, das jagt ja seit 2004 Gamma-Blitze, das sind die energiereichsten Explosionen im Universum. Das Problem, Swift hat kein eigenes Antriebssystem und ein Satellit ohne Antrieb sinkt im niedrigen Erdorbit durch den Restwiderstand der Atmosphäre langsam, aber sicher Richtung Erde. Hier kommt eine private Sonde namens Link der Firma Catalyst ins Spiel. Es soll Swift noch Ende Juni wieder anheben und so vor dem Wiedereintritt bewahren. Aktuell wird Link in der Vibrationskammer am Goddard Space Flight Center auf dem Start vorbereitet. Es ist ein sehr konkreter Vorgeschmack auf das entstehende Geschäft mit den In-Orbit-Servicing-Diensten. Statt ein berühmtes Teleskop einfach abstürzen zu lassen, schickt man dann einen Schlepper hinterher, der das dann löst. Genau die Art von Mission, die Raumfahrt in den nächsten Jahren sehr viel nachhaltiger machen wird. In der kommenden Woche, da stehen 5 Starts auf dem Plan. Am Montag, 1. Juni, da soll Südkorea seinen militärischen Kleinsatellitenträger zum ersten Mal in der vollständigen Orbitalversion fliegen. Und das von einer Seestartplattform aus. Nach 2 suborbitalen Tests, also Flügen, die den Orbit noch nicht erreichten, und einem Orbitalflug ohne Zweitstufe, ist das der erste echte Bewährungstest des kompletten Systems. Am Mittwoch, 3. Juni, da folgen 2 Falcon 9 Starts mit Starlink-Nachschub, einmal von Cape Canaveral und einmal von Vandenberg. Am Donnerstag, 4. Juni, da hebt in China eine Lange Marsch 6A von Taijuan ab, voraussichtlich mit einem Satelliten der Space Sail-Konstellation, also der 1000-Segel-Konstellation. Internet für China. Und zum Wochenausklang am Freitag, 5. Juni, da startet eine Lange Marsch 8 von Wincheng, ebenfalls vermutlich mit Space Sail-Satelliten oder 1000 Segel auf Deutsch. Und ganz zum Schluss noch was in eigener Senkrechtvater-Sache. Eine meiner schönsten Kindheitserinnerungen, ja, mit meinem Papa allein im Wohnmobil quer durch Europa und ihm dabei Löcher in den Bauch fragen. Dafür habe ich eine etwas ungewöhnliche Bitte an euch. Wir suchen ein Wohnmobil im Großraum Hamburg, und zwar vom 18. bis zum 25. Juli. Ich weiß, ich bin spät dran, aber vielleicht steht ja euer Camper in der Woche ungenutzt rum oder eine Buchung ist spontan weggefallen. Ja, wenn ihr in gute Hände geben wollt, dann meldet euch doch gern mit einer kurzen Mail an info@senkrechtstarter.net. Dankeschön. Ja, diese Woche war mit der Explosion der New Glenn und der Sperre von Starship für die amerikanische Raumfahrt eine schwarze Raumfahrtwoche. Währenddessen hat China mit der Shenzhou 23 nicht nur Hongkongs erster Astronauten ins All gebracht, sondern sein ganzes Mondprogramm auf Kurs 2030 gebündelt. Ich freue mich aber auch auf die Raketendrohnen der NASA auf dem Mond. Bleibt neugierig, schaut nach oben und immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.